Wie machst du das mit den Pet-NPCs im Housing? Holst du jedes zweimal und brütest die ganze Zeit durch? Eigentlich werde ich das versuchen, ja. Dadurch gerade am Anfang, also ist es halt das lukrativste und Beste. Und muss man noch ein bisschen hoffen mit Glück und Rolls und sowas alles. Aber besser kannst du es erstmal nicht machen. Wenn du Pet haben willst und du willst Pets haben, weil Pets bringen halt viel, äh, willst du es jedes Mal zweimal, beziehungsweise werde ich sogar dreimal machen. Gehe ich mal stark davon aus, dass ich sogar dreimal machen werde. Und mit dreimal meine ich das komplette Pet-System. Also, du kannst ja Eier droppen. So, daraus können die Pets kommen mit HP, Attack, Defense, STR, Int, STA, Dex, Crit-Rate, Crit-Schaden. Das war's, oder? Ich glaube, das war's. Und so, diese Pets kann man ja leveln, indem man sich so ein Harvest Glove kauft und mit dem dann die Beeren pflücken geht. Ja, hier in Flaris, St. Morning und sowas hast du die Lightberries oder so. Die ersten, womit du die Pets erstmal füttern kannst. Allerdings musst du ja diese Beeren, die Beeren, um Pet Candy zu erstellen, musst du ja viel Penya investieren, also viel Penya zahlen. Und Penya ist halt gerade am Anfang von Flight Universe unglaublich wichtig, dass man das richtig managt. Und das in Pet Food zu stecken, ist kein gutes und richtiges Managen. Und es gibt die Möglichkeit, Pets auch groß zu machen, indem du in ein Housing reingehst und dort diese Pet-NPCs hier aufstellst. Ja, D-Tier. Es fängt mit F an. F kann man auch kaufen. Ja, D, C, B. Dann gibt es noch A. So, und gehe dann dahin, hab mein Pet. Ja, mein F-Pad. Also aus einem Ei muss ich immer irgendwie selber entweder schon gleich kaufen, weil irgendjemand verkauft es für einen guten Preis. Oder ich muss es halt mindestens von Ei zu einem ausgeschlüpften Pet muss ich halt selber mit Berries, Farm und Penya und sowas halt selber bezahlen und machen. Und dann kann ich das auch ein Pet-Training machen. Das heißt, ich ziehe bei meinem House-Management Inventory hast du den Reiter Pets. Und wenn ich jetzt hier ein Pet habe, dann ziehe ich das hier rein, das Pet, sodass es hier drin ist. Und dann wird das Pet hier in der Liste gelistet. Und ich kann es, wenn es den richtigen Rang halt hat, es gibt ja auch F und so und A, kann ich das hier reinziehen. Und dann wird es im Feeding-Intervall alle 2 Stunden, in dem Fall hier, wurde es dann gefüttert und die XP-Leiste steigt, bis es irgendwann voll ist. Dann wird es nicht weiter, da steht auch die Total Training Time. Und dann kann ich das rausnehmen, hier aus dem Housing-Inventar rausziehen in mein Inventar. Und wenn es voll ist, kann ich das dann hier zum Pet-Tamer bringen und die Quest machen, so dass er in die nächste Stufe steigt. Und dann kann ich es wieder mitnehmen, wenn ich zufrieden bin und es nicht rerollen will. Und gebe es dann hier in mein Housing-Inventory, ziehe ich es hier vom Inventar hier wieder rein und bringe es dann zur nächsten Stufe E, dann glaube ich nach D, ne, kommt E oder so oder andersrum, keine Ahnung. Alphabet und Schule, nichts Gutes. Und trainiere es dann halt immer so weiter. So, ne? Und ich kann nur jeden NPC, also ich kann jetzt nicht 5x F, 5x D, 5x E, C, A, B, S, X, Y und tralala aufstellen, sondern ich kann im Housing von jedem NPC, wie es auch bei XP, Drop, Rate und Run Speed und sowas ist, kann ich jeden nur einmal aufstellen. Also es ist halt dann irgendwo relativ schnell limitiert. Ne? Wenn jetzt der eine D fertig ist und zu C rübergeht, weil er eine Stufe höher ist, könnte ich jetzt das nächste, was dann von E auch fertig ist, wieder zu dem D, weil der ist ja wieder frei. Also ich könnte dann schon immer eins nach dem anderen immer durchschieben. Ist aber trotzdem an einem bestimmten Trainingszeitfaktor dann einfach gebunden, wie viel du dann in einem Zeitraum von 2 Wochen trainieren kannst. Deswegen könnte man auch sagen, okay, weil es auch sehr lukrativ ist und im Vergleich Penya-Kosten die Pet Candy selber zu craften, die es benötigt, um dieses Pet auf die nächste Stufe zu bringen und den nächsten Roll zu machen, ist nämlich viel, viel teurer als die F-Coins, gerade zum Anfang von FWC, die ersten 2 Monate, sage ich mal jetzt. Und was von den Reroll-Pets auf dem Markt ist, könnte ich auch sagen, okay, ich möchte das aber und das Geld werde ich so oder so ausgeben. Ich habe noch ein Couple-Housing, wo ich auch die anderen NPCs aufgestellt habe. Und hier könnte ich jetzt nochmal ein B-Tier. Mann. Ja, dann halt den hier. Mann, meine Fresse.
Ja, kann ich hier nochmal ein B-Tier, nochmal ein D, nochmal F und nochmal aufstellen. Und genau. Die anderen sind jetzt in dem anderen, stehen jetzt die gerade, ich habe die nicht wieder eingepackt. Können die auch einpacken. Wenn jetzt zum Beispiel auch eins einfach fertig ist, zum Beispiel, ja, D ist jetzt fertig und ich schiebe jetzt das D-Pad zum C-Pad rüber, kann ich auch sagen, okay, um das halt zu sparen und ich habe jetzt gerade kein D-Pad oder so, das andere F dauert noch eine Weile, kann ich das auch removen, einpacken und dann läuft die Zeit nicht weiter ab. So, dann habe ich schon mal zweimal eine Pet-Farm, sozusagen. Einmal ein Housing und einmal im Couple-Housing. Wenn ich dann noch mehr Whale bin und weil es sich finanziell dann halt auch lohnt, theoretisch, wenn ich es sowieso ausgeben würde, theoretisch, wenn mich das nicht zufriedenstellt und ich möchte schneller mehr Pets haben und zum Rerollen und besser machen und noch Crit-Rate brauche ich und HP brauche ich und vielleicht möchte ich auch noch Crit-Schaden haben, könnte ich das auch nochmal auf den RM-Char machen. Ne? Also dann habe ich auf meinen Main meine Pet-Farm, dann habe ich auf dem Couple meine Pet-Farm, die für RM und Main gilt und dann könnte ich natürlich auf meinen RM auch nochmal eine Pet-Farm bauen. So, ist ein bisschen was zu managen nebenbei. Aber ja. So könnte man, wenn man möchte, sich ein paar Pets basteln. Wenn was Geiles, Krasses dabei ist, entweder selber nutzen oder vielleicht verkaufen. Pets am Anfang, starke Pets, die durch ein Wunder vielleicht sehr, sehr, sehr gut rollen, könnten das schon sehr schnell refinanzieren und mit extrem Profit machen, wenn da wirklich, ja, wenn du von Gott gebläst bist und bei den ganzen Pets ist da irgendwie dann doch auf die letzten Stufe 7 und 9 gekommen oder 7 und 8 oder davor ist auch ein bisschen medioker und du hattest halt einfach Glück, kannst einfach sagen, jo, benutze ich selber, geil, oder natürlich auch sagen, ja, verkaufe ich und da hast du dann schon eine ordentliche Stange, gerade am Anfang eine richtig ordentliche Stange Geld gemacht, wenn das Glück auf deiner Seite sein sollte beim Pet ziehen. Ist natürlich bei den meisten, wie bei allen Glückssachen, nicht der Fall, dass man vom Glück gesegnet ist. Könnte ja aber sein. Ja, genau, das ist so zu dem Pet-System sozusagen. Von F bis S. Ah, okay, 10 Tage und 10 Stunden von F bis S. Wenn man wirklich, sobald es durch ist, nächsten. Wenn dann natürlich dazwischen auch irgendwie Pencil oder so, ein bisschen länger. Du hast ein Couple-Window und da kannst du einmal zum Partner teleportieren. Ist cool, wenn der M zum Beispiel gestorben ist, kann er direkt zurück teleportieren. Ansonsten hast du noch Cheer für 10 Minuten, kannst du einmal machen. Da hast du dann, wie beim normalen Cheer, dass du 5% mehr XP bekommst für 10 Minuten. Dann hast du einmal den Skill Golden Luck ab Couple Level 5, dass du für 10 Minuten 5% mehr Droprate hast und Penya Gain, was für Boss Hunting, Red Meteonica, Kriton und so ganz cool ist. Wenn jetzt noch sowas wie PvP relevant ist, hast du dann noch Moving Speed ab Couple Level 11 für 10 Minuten 5% mehr Speed. Das Housing hast du dann halt noch, was eventuell ein Faktor ist. Ja, genau, also ist eigentlich schon so Must-Have Couple. Kaufst du auch FWC Flask für RM? Ja, weil ich relativ faul bin, was Heilen betrifft und ich will nicht, dass er zu weit runterkommt und ich ihn eventuell outlevel. Deswegen werde ich das für den auch kaufen. Und die Inventarplätze mit den teuersten sind es nicht wert? Nein. Inventarplätze, also es sind ja keine Inventarplätze, sondern es sind ja Bankplätze. Also du hast ja nicht im Inventar mehr Platz, sondern du hast dann hier in der Bank Couple Storage und da können beide Chars drauf zugreifen. Solange aber, finde ich, bei Bank kannst du auch einfach for free ja, auf deinen gleichen Account 8 Charakter insgesamt haben und mit Common Bank oder aber den Monatspass, was ich empfehlen würde, wenn es jetzt die 10, 12 Euro im Monat nicht zu viel sind für dich, würde ich dir empfehlen, das sowieso mal zu haben. Ja, ich habe es jetzt gerade nicht, weil ich nicht aktiv spiele. Dann kannst du sowieso auf den ganzen Storage hier alles zugreifen. Und also, wenn man darüber hinaus, kannst du das ja auch nochmal auf deinen Ringmaster machen. Und wenn das aber immer noch zu wenig Platz ist, aus irgendwelchen Gründen, weil du jedes Item, was aufgehoben wird, nicht verkaufst, sondern alles bunkerst, dann bräuchte man vielleicht Couple Storage. Aber ansonsten würde ich einfach sagen, das Banksystem reicht vollkommen aus.